Und wir bleiben noch in den Vereinigten Staaten, denn es war ein klares Bekenntnis zu Israel, aber gleichzeitig auch eine deutliche Mahnung. Kamala Harris, die US-Vizepräsidentin und designierte Präsidentschaftskandidatin der Demokraten, traf mit dem israelischen Premier Netanyahu zusammen, um über die Lage im Nahen Osten zu sprechen. Die 59-Jährige betonte die Unterstützung Washingtons und Israels Recht auf Selbstverteidigung, forderte jedoch von Netanyahu, eindringlich die humanitäre Lage im Gazastreifen zu verbessern. Zuvor gab es ein Treffen des Regierungschefs mit Präsident Biden, allerdings ohne Ergebnis in der Geiselfrage oder um eine erneute Waffenruhe. Heute trifft Netanyahu dann auch Donald Trump. Einer, der Blut an den Händen hat, so sehen die Demonstranten in Washington Benjamin Netanyahu nach bald 10 Monaten Gazakrieg. Sie hissen in der amerikanischen Hauptstadt die palästinensische Flagge, einige verbrennen sogar eine Netanyahu-Figur. Dagegen verläuft Netanyahus Treffen mit Präsident Joe Biden betont harmonisch, jedenfalls vor den Kameras. Biden ist nur noch ein Präsident auf Zeit. Trotzdem will er in seinen letzten Monaten im Amt noch etwas erreichen. Die amerikanische Haltung ist also klar. The right number of civilian casualties is 0. Die richtige Anzahl an toten Zivilisten ist 0. Es hat zu viele tote Zivilisten gegeben. Nahrung wird dringend gebraucht, Wasser, Medikamente, denn viele Orte sind Kampfgebiet und wir müssen den Krieg beenden. Die USA wollen unbedingt eine Waffenruhe und die Freilassung der Hamas-Geiseln. Einige von ihnen sind auch amerikanische Staatsbürger. Biden und Netanyahu treffen im Weißen Haus Angehörige dieser Geiseln. Danach zögerliche Zuversicht. Wir haben die absolute Zusage, dass sie die Dringlichkeit verstehen, gerade jetzt in diesem Moment keine Zeit zu verlieren. Netanyahu trifft in Washington auch Vizepräsidentin Kamala Harris. Wer weiß, vielleicht ist in einem halben Jahr ja sie die neue Präsidentin der Vereinigten Staaten. Womöglich wünscht er sich aber vielmehr einen Sieg von Donald Trump. Den kennt er schon als Präsidenten und als guten Unterstützer. Also wenn man aus israelischer Sicht schaut, dann würden wahrscheinlich leider sehr viele Israelis im ersten Moment denken, dass Trump die bessere Wahl für Israel wäre. Kamala Harris hat ja direkt gesagt, dass sie doch an Israels Seite stehen wird. Ob man dem Ganzen Glauben schenken kann, wird hier ein bisschen angezweifelt in Israel. Allerdings hat auch Trump in einem Interview gerade mitgeteilt, Netanyahu müsse den Gazakrieg schnell beenden. Heute treffen sich die beiden in Trumps Anwesen Mar-a-Lago in Florida.